Hallo, in diesem Video möchten wir Ihnen alle Details, Tipps und Tricks geben und worauf Sie achten sollten, wenn Sie ein Outwell Loftzelt ausstellen. Bevor Sie Ihr Zelt auspacken, überprüfen Sie den Boden auf zurückgelassene scharfe Gegenstände, um eine Beschädigung des Zeltbodens zu vermeiden. Die Verwendung einer Zeltunterlage erhöht nicht nur den Schutz, sondern hält Ihr Zelt auch sauber, sodass Sie die Unterseite nach dem Gebrauch nicht reinigen müssen. Ausbreiten und gleichmäßiges Spannen des Zeltes ist der wichtigste Teil des Ausbauens. Jede Unebenheit in der Bodenplane wirkt sich nach dem Aufrichten des Zeltes auf die Außenplane aus. Beginnen Sie damit, die Ecken Ihres Zeltes zu befestigen, dort wo die Bodenplane angenäht ist. Wenn Ihr Zelt eine dritte Zone ohne eingenähte Bodenplane hat, schließen Sie die Vordertür, um die beabsichtigte Form der Vorderseite beizubehalten, bevor Sie auch die vorderen Riemen festmachen. Jetzt ist es an der Zeit, die Türen zu öffnen, damit die Luft ungehindert strömen kann und kein Vakuum im Zelt entsteht, wenn Sie die Schläuche aufblasen und das Zelt aufrichten. Stellen Sie sicher, dass Sie das Ventil in der geschlossenen Position befindet, bevor Sie die Pumpe einsetzen. Dadurch kann Luft nur in den Schlauch eindringen, aber nicht entweichen, wenn Sie die Pumpe nach dem Aufblasen entfernen. Unsere Cyclone Pump ist so konzipiert, dass sie sowohl beim Aufwärtshub als auch beim Abwärtshub aufbläst. Wenn der Druck im Schlauch steigt, steigt auch der Widerstand der Pumpe. Dies kann für den unteren Rücken hart sein und um dies zu lindern, können Sie die roten Stöpsel an der Vorderseite der Pumpe entfernen, wodurch die Pumpe nur beim Abwärtshub aufbläst. Beim Aufblasen des ersten Schlauchs ist es vorteilhaft, wenn eine andere Person in das Zelt geht und dem Schlauch hilft, den Stoff anzuheben. Fahren Sie mit dem Aufblasen der restlichen Schläuche fort.
Wenn Ihr Zelt mit 4 Strohen für das Dach geliefert wird, ist es jetzt an der Zeit, diese aufblasen und einzusetzen. Wir befestigen jetzt alle schwarzen Gurte und nehmen alle notwendigen Anpassungen und Straffungen vor. Nachdem Sie das Zelt nun aufgebaut haben, ist es wichtig, die Türen zu schließen, bevor Sie die Gurte und Abspannleinen festziehen. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie die Tür nicht weiter als beabsichtigt ausbreitet. Andernfalls verwenden Sie den Reißverschluss, um den Stoff zusammenzuziehen, was zu einem beschädigten Reißverschluss führt. Wir befestigen jetzt alle schwarzen Gurte und nehmen alle notwendigen Anpassungen und Straffungen vor. Die schwarze Gurte werden gerade aus dem Zelt herausgezogen, insbesondere unter alle Türen, um zu verhindern, dass diese unten auseinandergezogen werden. Wenn Ihr Zelt eine regensichere Seitentür hat, führen Sie die Stange ein, während die Tür geschlossen ist und bevor Sie Abspannleinen festziehen. Wenn Ihr Zelt vorne eine dritte Zone hat und Sie eine Bodenplane anbringen möchten, ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Wir beenden den Aufbau des Zeltes, indem wir die Abspannleinen abspannen und festziehen.
Abspannleinen sollten angezogen, aber keinesfalls zu fest angezogen werden und sollen sicherstellen, dass das Zelt nicht wegfliegt. Wenn sie zu fest angezogen werden, schwingen sie die Luftschläuche in die Knie und aus der Form, was die Leistung bei windigen Bedingungen stark beeinträchtigen wird. Dies ist einer der Hauptunterschiede zwischen dem Aufbau von Zelten mit Stangen oder Luftzelten. Los geht's! Ihr Zelt ist nun perfekt aufgebaut und bereit für Ihren Einzug und Ihren Urlaub.